Hallo Leute und herzlich willkommen bei GERANIMO. Jetzt geht's direkt los mit dem Resident Evil Showcase. Ich bin so gespannt. Und Jabberin Jack auch. Los geht's. Jetzt sehen wir nochmal wahrscheinlich den Trailer. Einige Ausschnitte aus dem Spiel. Resident Evil Showcase. Oh, Leute, ich bin so gespannt. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to our Resident Evil Showcase. I'm your host, Brittany Brombacher, here to give you a closer look into what Capcom has coming up for the Resident Evil franchise. We'll be kicking things off with some brand new content and an exclusive first look at Resident Evil Village gameplay that you do not want to miss. So without further ado, let's get started. Oh Leute, ich bin gespannt. Die Weltpremiere. Mega. Hey now, think positively, all right? We talked about this. Mia. I know. We hardly talk about anything else. Castle Bell heralds danger. The bell tolls for us all. They're coming again. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Wie fett das aussieht, ey. Can someone please tell me what the hell is going on here? No. The place is full of nothing but blood and death. Zombie-Mönche? Was war das? Krass. Well, Ethan Winters. There you are. Resident Evil Village Teil 8. Die ganzen Outfits der Charaktere sehen schon so geil aus. Wir haben da irgendwelche Zombie-Mönche schon gesehen. Die Effekte von den Charakteren sehen aus wie bei Vampiren. Übel. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Bisschen Silent Hill. Okay, wer ist er denn? That was amazing, but I still have so many questions. Like, when can I pre-order this thing? Perhaps producer Pete Fabiano has some answers for us. Let's see what he has to say. Jetzt kommst du den Vorbestellungen. Hey everyone, I'm Pete Fabiano, producer on Resident Evil Village. When we first announced Resident Evil Village back in June, we only mentioned PlayStation 5, Xbox Series X, and PC. I'm happy to announce we've been working hard to bring the survival horror experience onto current generation consoles as well. Resident Evil Village will also be coming to PlayStation 4 and Xbox One, day and date with Ist next auf jeden gen. Fall sehr gut für Leute, die noch keine PS5 haben werden oder sich die noch nicht holen können. To the digital PS5 version. And the Xbox One version gives you free access to the game on Xbox Series X. Und ich krieg eine gratis Upgrade-Version für die PS5. Mega. To tell you exactly when you can get your hands on the game. Resident Evil Village will be available worldwide on May 7th, 2021, with pre-orders kicking off today. Alongside the standard Okay, es dauert noch ein edition, bisschen. Ich we have glaube, a das few wurde auch other options for verschoben. the game. Jetzt. First, we have the Digital Deluxe Edition, available on all platforms. Players will be able to heighten their survival horror experience
with extra content, including in-game items that call back to Resident Evil 7 Biohazard. Oh, cool. There's also a collector's edition for consoles that includes all the deluxe edition content, as well as a striking figure of Chris Redfield. Take my money! Steelbook case, poster, and art book. And for those of you who haven't played the previous entry, we have the Resident Evil Village and Resident Evil 7 Biohazard bundle. This lets you get your hands on the award-winning RE7 while you wait Das for Spiel Resident Evil geliebt. Village. Pre-order any of these editions, and you'll be able to get your hands on both the Mr. Raccoon weapon accessory and their survival resource pack, which will offer additional support during the first few hours of gameplay. Finally, digital pre-orders from the PlayStation Store will receive an exclusive Resident Evil Village mini soundtrack. All right, I've been waiting for this. I know you've been waiting for this. It's time for the world premiere first look at Resident Evil Village gameplay. Alongside this first look, we have Pete Fabiano back to offer some insights as well. Let's take a look. Yes, give it to me! Now we're here to give you an exclusive first look at Resident Evil Village gameplay. Just like in Resident Evil 7 Biohazard, you'll be taking control PS5 of gameplay. Ethan Winters. You'll make your way from the village to the castle. Players will need to get in and search for their Sieht schon sehr kidnapped geil aus daughter. mit dem Schloss im Hintergrund. As you've noticed by now, Resident Evil Village keeps the first-person perspective. We think it really draws players into the detailed world Ego-Perspektive we've bleibt. created. Ach, das sieht so geil aus, dieser Saal da, ne? Mega. Der Kronleuchter so gigantisch. Wobei das auch noch nicht so wirklich gruselig You'll see a ist. lot of those little details come to life here. Es ist nicht wirklich verkommen oder so. Sieht tatsächlich aus wie so ein Majestätenschloss, so The team Königsschloss. put a ton of effort into creating a truly authentic feel. Ach, sieht aber echt geil aus. From art design to technology, everything ties in great and creates some beautiful visuals. Oh, was hast du, Jackie? Geil, ne? Now it's time to meet some of the castle denizens. As you'd expect, a warm welcome's not really what's in store for Ethan. Man blood. Oh, geil. Das sah geil aus. Now, let's take a look at him. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Shifting gears a bit, we're finally going to show off some combat. Da kommen diese Mönch-Zombies It's oder was not das just sein soll. about shooting. Guarding will also be an important part of the game. Der eine hat auch ein Schwert getragen, krass. Each type of enemy has their own distinct way of fighting, so you'll need to change up your strategy to defeat Da them. sind diese Art Werwolf-Viecher. Boah, Alter, was für ein Riesentyp. Übel. Everyone knows what to do with red barrels, right? Ja, klar. Jeder weiß, was mit diesen großen Fässern da passiert, genau. Some of you will remember a similar management system in Resident Evil 4. This time around, we've added Es erinnert so schön an which Resident Evil allows you to 7, create herrlich. items such as first aid and Ich ammo. mag das tatsächlich, wenn dieses Itemsystem sich nicht zu sehr vom Vorgänger unterscheidet. There's also an assortment of weapons to find and utilize throughout the game. Wie sieht das bei euch aus? Mögt ihr das, wenn das so ein bisschen anders aussieht? Schreibt mal in die Kommentare. Ich mag, wenn das Crafting-System auch relativ gleich ist. Es darf natürlich Neuerungen geben, aber ich mag es, wenn es schnell Hand zu haben ist. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. The merchant makes a Ich return. dachte, McDonald's gab es This da noch time he's nicht. known as the Duke. Ich meine, ich bin ja nun auch nicht der You'll be going to him to Dünnste. buy and sell weapons, amongst other things. Man kann da auch Waffen sich The director besorgen, wanted to give him a verbessern. unique look, and you'll often find him in different situations each time you encounter him. He's an interesting fella. Har, 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 Solo.
Smash away with your trusty knife. There's plenty of items to find in your travels. Kaut. Wait, do you hear that? And we've also got extra objectives outside of the main ones. Ach so, Gott, ich dachte schon, of course, it goes without saying that there'll be plenty of puzzles to solve for players to move forward. Oh, and plenty of surprises to keep you on your toes. Das erinnert mich ja an die Mutter, ne? I. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Well, that's one way to end the video. Now that we've shown you what's in store for Resident Evil one Village, way. let's take a look at the exclusive PlayStation 5 demo. Eine exklusive PlayStation 5 Demo. Also das war nur ein Teil des Videos oder eine mögliche Endung des Videos eben. Also es gibt wohl mehrere Sachen, die man spielen kann. But as a character we're referring to as the Maiden. Unlike the actual game, this experience doesn't feature combat or even blocking. Okay. We're hoping to have players get a real feel for the visuals and audio as they take the Maiden on her journey to find a way out of the castle. And you can download the exclusive demo on PlayStation 5 today. Of course, ihr könnt jetzt die Demo kostenlos runterladen für PlayStation 5, sehr cool. Available on all platforms, ready for sometime this spring. Sehr schön, also das This year marks the 25th anniversary of the Resident Evil franchise, with the very first game releasing in Japan back on March 22nd, 1996. Since then, the series has expanded well beyond the realm of video games. From toys and board games, to CG movies, to live-action Hollywood films, Resident Evil has become a cultural icon. Resident Evil continues to offer surprises around every corner, so let's pass it along to producer Tsuyoshi Kanda to hear more about what you can expect in 2021. Earlier this month, we started inviting players to join a closed beta test. The test won't happen until later next week, but I want to use this chance to reveal more details. With the 25th anniversary of Resident Evil coming on March 22nd, we are excited to celebrate this milestone with our fans. Last September, we showed off a piece of key art showcasing some of Resident Evil's iconic characters to start the celebration. Now, I'm happy to announce what was behind that. Let's take a look. Ja, das Remake. Jetzt pennen. Katze muss natürlich jetzt kommen, ne? Okay, doch nicht. Nee, es war nicht das zweite Remake. Grafisch nicht so ganz hin, ne? Ariverse is one of the ways we're celebrating the 25th anniversary of the franchise, showcasing so many of the characters that fans love. It'll be available for free to anyone who purchases Resident Evil Village, so be sure to follow the Resident Evil social channels for the latest news. And check out the official website for even more details. On behalf of Massive Entertainment and Ubisoft, congratulations to the Resident Evil team on their 25th anniversary. We can't wait to get our hands on our Reverse. For the occasion, we are bringing the celebration to our game, Tom Clancy's The Division 2.
For a limited time, you will be able to collect some of the iconic outfits and items from the original Resident Evil trilogy. Everyone that logs in during the event Das ist natürlich cool, wenn andere Publisher sich dafür jemanden mitfreuen und sogar das noch ein bisschen zelebrieren, indem exklusive Kleidung in einem anderen Spiel erhältlich ist. Das ist natürlich echt cool. Oh, Mr. Leon ist da. 皆様こんにちは。バイオハザードの映像作品のプロデューサーを務めていますカプコンの小林博之です。昨年発表しましたフル 3D CG Ich kann an der Stelle auch nur nochmal sagen, wie sehr ich Resident Evil 7 geliebt habe. Gerade mit VR, also es war für mich mit die beste Horrorerfahrung in den letzten 5 Jahren gefühlt. Also Wahnsinn. Gefühlt habe ich die Brille eigentlich auch nur deswegen gekauft. Habt ihr das auch mit VR gespielt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir haben das hier zu dritt gespielt. Wir saßen hier an meiner Couch zu dritt. Herrlich. Wow, a lot's been happening and I hope you enjoyed watching. But if you missed anything along the way, don't worry, keep an eye on the Resident Evil social channels and official website, which will be sharing everything from today's show. As a quick reminder, Resident Evil Village is available for pre-order starting today for the PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, also ihr könnt es jetzt Xbox vorbestellen, One, Leute. and Steam for PC. And don't forget, PlayStation 5 owners get a sneak peek through downloadable content available worldwide starting today. It has been an absolute honor to celebrate the amazing Resident Evil leading up to its 25th anniversary with all of you across the globe. I'm your host, Brittany Brombacher, and thank you so much for watching. Until next time. Also war wirklich kurz, aber war wirklich cool gemacht, dieses Showcase. Gerade dieser Startbildschirm, der Wartebildschirm war wirklich so, du hast halt wirklich nicht lange gewartet. Du hast die Zeit nachher noch gehabt, du konntest einschalten, wann du wolltest. Und es gab halt auch so ein, das hat mich total an den 7. Teil erinnert, halt dieses Uhrtickern und all sowas. Richtig cool gemacht und auch der Sound aus dem 8. Teil sieht wirklich so aus. Vieles erinnert an den 7. Teil, die Musik erinnert total an den 7. Teil. Und ihr könnt das Spiel, wie gesagt, jetzt vorbestellen. Ihr könnt die PlayStation 5 Demo jetzt heute schon runterladen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Wie fandet ihr den 7. Teil? Würde ich auch gerne nochmal von euch wissen. Ich habe ihn gefeiert. Also großes Lob an die Entwickler. Der 7. Teil war wirklich etwas, wo man sich mal wirklich wieder gegruselt hat. Das hat, finde ich persönlich, die Resident Evil-Reihe wirklich wieder gebraucht. Und ich finde es nicht schlimm, wenn man jetzt bei dem 8. Teil vielleicht ein bisschen mehr schießen muss. Aber ich würde es nicht so gut finden, wenn sie jetzt vom 7. Teil zu weit weggehen würden. Also ich möchte doch noch ein bisschen Horror haben, auch der sich nicht so schnell aufbaut, sondern der erst nach und nach kommt. Das war beim 7. Teil ja auch so, dass du mal durchaus Stellen hattest, wo du erstmal was machen musstest, bevor irgendwas passiert ist. Würde ich echt cool finden. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet von dem 8. Teil und vom 7. Teil. Würde ich mich wirklich drüber freuen. Ich schaue mir alles gerne an. Und freut ihr euch auch auf den Release nächstes Jahr? Ja, es ist leider ein bisschen später geworden, aber mein Gott, dann ist es halt so Corona-Pandemie und so ein Tüdelkram, kommt alles dazu. Jabberin Jack übrigens hier, mein sprechender Kürbis, der eigentlich auch spricht. Den habe ich jetzt leider leiser gemacht, weil sonst hätte das gestört in der Aufnahme. Er ist aber ganz witzig und ein kleiner Hinweis. Habt ihr Interesse an so einem Kürbis, dann bestellt ihn bei Amazon über die offizielle Seite. Ich versuche euch das in die Videobeschreibung zu verlinken. Denn es gibt viele Spam- und Scammer-Shops, die halt wirklich nur darauf abzielen, Geld zu machen und dann kriegt ihr halt nichts geliefert. Die ganzen Facebook-Shops, die ganzen China-Shops, die liefern das nicht. Ich habe auch irgendwo bestellt, habe Gott sei Dank mein Geld zurückbekommen und habe dann eine Information bekommen, wo ich den wirklich bestellen kann. Der Kürbis heißt Jabberin Jack und den kann man aktuell laut meiner Kenntnisnahme nur aus den USA bestellen. Wie gesagt, ich versuche euch das zu verlinken. Und dann schreibt gerne alles in die Kommentare. Ich würde mich freuen und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal oder beim nächsten Video. Euer GERANIMO. Ciao.